Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Der Björn ist gut ausgekommen. Silvernagle came in and Nice is now in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Actually, race crew took home the third spot with Dayton Horse 2 laps down. Then CMS Racing recruit. Hallo liebe Simracing und Motorsport-Fans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier in Snetterton in Großbritannien. IMSA Vintage steht auf dem Plan. Hello dear Simracing and Motorsport fans and a very warm welcome here at Snetterton UK. IMSA Vintage ist on the agenda. Genau, und heute haben wir unsere zwei Jungs aus England am Start, Ben und Byron. Schauen wir mal, was die heute so leisten können. Wünschen wir euch mal allen ganz viel Spaß. Yes, we have our two boys from UK at the start, Ben and Byron. So let's see what they can do today. We wish you all a lot of fun. Oh, Foggy. Good evening, Twitch. It's Wednesday. Time for Wednesday Madness. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir heute also mit unseren zwei Jungs aus England, in England unterwegs. Und beide fahren den Nissan-Prototypen. Da haben beide Jungs also heute hier ein Heimrennen. Damit dürfte dann jetzt die Qualifikation beginnen. Qualifying Session. Alice. Forgot my techie cooling system. Could be. Und Snetterton hier der Kurs, da sind wir als BDR TV heute das erste Mal zu Gast. I didn't check. Es wird hier heute die Variante ohne Infield gefahren und wir haben insgesamt 34 Fahrer am Start. Davon starten 13 im Nissan und 21 im Audi. Alles in allem haben wir heute hier ein recht hochkarätisches Feld am Start stehen. Die Stärke des Feldes in der Audi-Klasse beträgt 2567, das ist doch ganz schön ordentlich. 21 Audis, only 13 Nissans. Und in der Nissan-Klasse 1990. Wir haben heute insgesamt 40 Runden auf der Uhr stehen, zumindest für die Prototypen. C-Lizenz, kein Boxenstopp, keine Schnellreparatur. Das Setup ist wie immer freigestellt und die durchschnittliche Stärke des Feldes beträgt 2328. Wobei ich hier in der Liste sehe, das Rating zieht sich von 1000 bis 6000. Da gibt es riesige Leistungsunterschiede. Schauen wir mal, wie sich das hier am Rennen auswirkt. Die absoluten Top-Favoriten hier im Feld sind in der Nissan-Klasse Javier Del Olmo und Ivan Platon und in der Audi-Klasse Noel Luneburg und JD Rodriguez. Das ist ja hier ein Mehrklassenrennen und bei den Leistungsunterschieden bin ich mal gespannt, wenn es dann zum Überrunden kommt. Insgesamt 34 Fahrzeuge in zwei verschiedenen Klassen auf diesem kleinen Kurs. Da könnte es so einige haarige Situationen heute geben. Und da hoffen wir mal alle, dass unser Ben und Byron da halbwegs unbeschadet durchkommen. Oh, I've run out of water. I need to go to get some more water. I've got 3 minutes. Back in a minute. Die Qualifikation ist im Hintergrund auch schon durch und wir werden uns gleich mal die Resultate anschauen. Beide Jungs starten ja heute im Nissan-Feld, was mit 13 Fahrern recht übersichtlich besetzt ist. Javier. That's hardly surprising. Probably put in a blinder. Right, where am I? P10. Byron Startplatz 9 und Ben Startplatz 10, das ist noch ausbaufähig. I can't believe there's so many Audis and not many Nissans. Schade, dass wir unser Einhörnchen Björn heute nicht am Start haben. No lunch.
No. Oh. I think he did mention, was that an old stream I was watching, about the warning of tornadoes or something. Okay. Das Rennen heute dauert ungefähr 40 Minuten. Strecke ist zu short für Nissan eigentlich. Und wie gesagt, gibt es heute keinerlei Boxenstopps, außer es muss einer an die Box zur Reparatur. Jeden Augenblick müsste dann auch das Critting beginnen. Oh, good luck everyone. Need to stay in one piece. Oh, the fuel's Oh, it's just 78. you, innit? Why's my fuel 78? That's not right. I'll put it up to 90. I didn't have to fuel up last night. Using this setup. Do you think 78.5 is enough? Probably. I still had fuel in the tank. Und so langsam macht sich das Feld hier auch schon bereit. Put a couple extra clicks in if you don't trust us. But I got to the end on that. I haven't touched the fuel. What, 78? And I was on the lead lap, but then again there was only like 5 of us, so... Yeah, I'm going to be lapped about 2 or 3 times, I think. Damn, probably. Good luck. Good luck. Gut, ja. Der Grid füllt sich hier so langsam, auch Ben und Byron sind schon da, die stehen hier in der Startaufstellung direkt nebeneinander. Top 10 start for both me and Ben. Not gonna knock it. Die Spannung steigt und die Uhr tickt so langsam hier runter. Right, here we go. Week 9 of the IMSA Vintage Series. Und Ben unterhält wie immer seine Zuschauer direkt auf seinem Twitch-Kanal. Here we go, indeed. Gosh. 13 out of the 34 cars, there's 13 Nissans and 21 Audis, so it's going to be interesting when they're lapping all the Audis. Cooling system on. Starting from P10, Byron P9. Was it 24.5 degrees in here? We got the caps is working. We need to refresh the paints. Didn't have the paints running. No, we got 2 787B paint jobs. Und da hat sich das Pacecar auch schon auf die Reise gemacht. Auf Pole Position Javier Del Olmo vor Ivan Platon und Juan Rodriguez auf 3. Another zap, quick. So here we go, 40-minute race here at Snettington, the 200 layout. Connor Knowlton P4 und Robert Blumley rundet die Top 5 ab. Hauer is in the Audis, qualified P18 out of 21. Hoffen wir, dass beim Start jetzt alles glatt geht und jeder hier die Nerven behält. Und vor allem, dass unsere 2 Jungs da vernünftig vom Start wegkommen. Erste Runde, kalte Reifen. Ich hoffe, da denkt hier jeder dran. Forum, that's the corner name, Ben. Alright. Forum. Javier und Ivan führen das Feld jetzt hier Richtung Start. Weit ist es nicht mehr. So we'll see how we get on. I think survival is going to be the key if we can survive. Ein paar Meter noch, dann ist hier die Schlacht in Großbritannien eröffnet. Das Pacecar biegt jetzt ab. Javier ist hier der Schrittmacher Richtung Start. See Plumley up there. Plumley's in this race. Oh, he's holding. Ein paar Meter noch, dann müsste die Ampel auf grün schalten. Green Flag, das Rennen ist eröffnet. Die wilde Meute ist losgestürmt hier. Und sofort stürmt hier Javier in Front vor Ivan Platon und Juan Rodriguez. Auch Ben und Byron sind da vernünftig aus den Startlöchern gekommen. Ein Stück dahinter müsste jetzt auch gleich die Audis über die Linie kommen. Da sind sie. Allen voran J.D. Rodriguez, der hier Polstedt und Noel Luneburg überholt hat. Dahinter Doug Cloud und Mickey Friesen. Zurückgerutscht auf 4. Dann haben wir Arturas Condelis auf 5. Und da gibt es auch schon die ersten Positionsverschiebungen, das erste Gerangel. Aber alles scheint hier gut gegangen zu sein. This is where we're gonna have to take care for a few laps. Also get a 4X there, but nothing doing. Während Javier das Feld hier vor Ivan und Juan anführt, hatten wir jetzt doch schon die ersten Zwischenfälle, die wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Oh, hier direkt erste Kurve nach Start. First Corner after Start. Altan Ark schießt hier Jamie Hamill-Smith ab und sich selber auch. Jamie legt hier einen wilden Ritt durchs Grün hin, kann aber das Auto abfangen und weiterfahren. Fällt hier nur weit ans Ende des Feldes zurück. Schade. Und es gab direkt die nächste Rangelei, die wir uns mal anschauen sollten. Da blicken wir jetzt auch nochmal drauf.
Anthony Linde kommt hier mit viel zu hoher Geschwindigkeit an, verpasst seinen Bremspunkt völlig und rammt hier einen Haycox weg, der hier gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Erste Runde und ein muss von ganz hinten das Feld aufrollen. Ein ziemlich wilder Beginn hier im Audi-Feld ins Rennen. You're right, Ben. Hoffe ich mal, dass sich die Jungs hier ein bisschen beruhigen. Andreas Schuster kämpft hier. Yeah, all good. Arturas Kondelis, es geht um die 6. Position. Seite an Seite fahren die Jungs hier auf die Kurve zu. Und da kann sich Andreas auch durchsetzen. Hier vorne Byron, P9. Dahinter auf P10 inzwischen Matteo Johnson, hat Ben Sommers überholt. Hier fahren wir mal ein Stück mit dem Ben mit. Muss sich erstmal ins Rennen reinfinden. Wir befinden uns gerade erst an der 2. von knapp 40 Runden. Byron vorne auf P9 scheint da Matteo ein bisschen aufzuhalten. Got Matteo snapping at your gearbox. No, Mateo. Oh, we had a good fight last night. Nach vorn zu Jose Delgado auf P8 hat Byron schon ungefähr einen Abstand von 2,5 Sekunden. Und hier in der Audi-Klasse hat sich das Feld auch erst einmal sortiert. Marco Salgado auf P9, vor ihm David Gutierrez und dahinter Romain Belot, den viele unserer Zuschauer auch kennen müssten. Torben Paulik auf 11 und Josh Brain auf 12. Can't pull away from. So Harrison. Yeah, he's got legs in the slipstream. Risky. Robert Plumley auf P7 setzt der David Quilles unter Druck, direkt hinter ihm Jose Delgado. Dahin kommt dann auch Byron, Matteo und Ben. Und wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt hin. Matteo, if we can. Christoph Johansson verliert hier auf dem Körb sein Fahrzeug, dreht sich ein und rodelt Richtung Streckenbegrenzung und schlägt dort auch ein. Der nackte Clown segelt hier durch die Botanik. Oh, Jose Delgado's off. Back on again. Shut the door when you rejoin it. Jose Delgado, der letzte Runde noch 2,5 Sekunden vor Byron lag, hatte da einen kleinen Wackler und ist zurückgefallen. Direkt hinter Byron und Matteo. Byron nimmt da jeden Zentimeter der Strecke mit. No, I don't see him. Don't see Spear. Ups. I got it. Dreckige Reifen und Verbremser. Byron fällt zurück. Look, I don't know whether there's maybe some bad weather warning, tornadoes or something maybe. Da kommen so Harrison und Mitch Trefnowski. Und Byron fällt hier bis ans Ende des Nissan-Feldes zurück. Dadurch jetzt Ben auf P10 nach vorn gespült worden. Direkt vor ihm Jose Delgado und Matteo Johnson. Looks like Krista's out. Die Gruppe hat jetzt insgesamt auch nach vorne etwas an Abstand zufahren können. Da haben wir Bora Tazzo mal im Bild. Direkt hinter ihm Robert Plumley und vor ihm Connor Nolden. Die Plätze Seems to Plumley up there. 5, 6 und 7. Alles in allem ist das komplette Nissan-Feld noch recht dicht beisammen. Nur Byron, Oh, Grumpy's out. Mitch und so fallen da ein bisschen ab. Hier gibt es jetzt auch wilde Kämpfe. Connor Nolden, Bora Tazzo und Robert Plumley kämpfen hier um den letzten Top-5-Platz. Da gibt es einen Angriff. Bora geht da auch außen vorbei. Und weiter hinten im Feld gab es wieder einen kleinen Zwischenfall. Power's still going. I can see his screen there. He still looks as though he's driving. Wir schauen uns den Zwischenfall jetzt gleich mal an. Byron geht jetzt hier an Mitch Trefnowski wieder vorbei auf P11. Mitch Trefnowski und so Harrison kämpfen hier um die Position und dann fährt der Mitch dem so in die Seite. Nichts weiter passiert. Mitch fällt nur bis ganz nach hinten zurück und weiter geht's. Alright. Renowski's just hard Harrison off. Ben auf P10 verfolgt hier Jose Delgado. Der Abstand nach vorn wird Zehntel für Zehntel größer. Thank you. Matteo Johnson konnte den Abstand nach vorne komplett zufahren und ist jetzt direkt hinter Robert Plumley, der hinter Bora Tazzo zurückgefallen ist. Unser Byron ist wieder hinter Mitch Trefnowski zurückgefallen. More Audi's coming up very soon. Die Nissan befinden sich in Runde 6 und wir hatten bisher noch keinen Ausfall zu beklagen. Die Führenden, Xavier Del Olmo und Ivan Platon, sind jetzt am Ende des Audi-Feldes angekommen und müssen sich hier durch die Audi-Klasse kämpfen und müssen sich jetzt hier durchs Gewusel kämpfen. Beide noch ganz dicht beisammen, konnten sich schon vom Rest des Feldes erheblich absetzen. Juan E. Rodriguez auf P3 ist da schon über 7 Sekunden weit weg. Die zwei Führenden hier in einer eigenen Liga fahren dem Feld um die Ohren.
Connor Nolden ist hier inzwischen auf P5 nach vorgefahren und da kommt einer angeschossen. Jose M. Delgado hat sich da total verbremst und muss einmal durchs Grün. Nichts weiter passiert, aber er fährt bis ans Ende des Nissan-Feldes zurück. Mit Stresnowski kommt da vorbei, auch unser Bayern. Nur so, Harrison liegt ein Stück weiter zurück. David Quilles auf P4 in der Nissan-Klasse kann sich da schon leicht von seinen Konkurrenten absetzen. In der Audi-Klasse aktuell in Führung Noel Luneburg vor J.D. Rodriguez und Doug Cloud auf P3. Joram van Hixe P4 und Andreas Schuster liegt auf dem 5. Platz. Hier gibt es das nächste Gerange. Connor Nolden und Bora Zazzo kämpfen hier um die Position. Bora ist dann im Corner erstmal hinten drauf gefahren. Die Nissan gehen jetzt in ihre 8. Runde und sind immer noch alle Fahrzeuge auf der Strecke. Toi toi toi. Und überall gibt es hier wilde Zweikämpfe, wie hier zwischen Bora Zazzo und Connor Nolden um den letzten Top-5-Platz. Nächster Angriff. Und wieder kann sich Connor Nolden da durchsetzen. Robert Plumley auf P7 fällt da immer mehr zurück. Er liegt schon fast 1,5 Sekunden weg von den Jungs. Oh, that was cheeky. I'm gonna have to send Kurt a thank you later. Und unser Bayern hat es jetzt geschafft und ist an Mitch Stresnowski wieder vorbeigegangen. Liegt somit auf P10, aber von hinten kommt Jose M. Delgado. Und weiter hinten im Feld hatten wir den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Oh, Mitch fährt hier dem Jose direkt hinten in die Karre rein. So, Harrison überrundet hier Anthony Lindley, der hier schwere Probleme mit dem Fahrzeug hat und der donnert ihm direkt hinten ins Heck rein. Was sieht's an Anthonys Fahrzeug? Der macht da keine Gefangenen. So muss er durchs Grün, kann aber weiterfahren. Beide liegen am Ende ihrer jeweiligen Klasse. Hier haben wir auch mal Kurt Hauer-Jensen kurz im Bild gehabt. P17 in seiner Klasse, nach vorne und hinten reichlich Luft. Während sich Javier und Ivan weiterhin durchs Feld kämpfen. Die zwei Führenden immer noch dicht beisammen, überrunden hier J.D. Rodriguez und Noel Luneburg. J.D. jetzt wieder an Noel vorbeigegangen. Die zwei haben schon knapp 4 Sekunden Vorsprung auf Doug Cloud, der auf Rang 3 liegt. Wir haben Doug hier mal im Bild. Doug wiederum 1,5 Sekunden Vorsprung auf Andreas Schuster auf P4 und Joram van Hixe auf P5. Dann haben wir auf P6 Mickey Friesen und auf P7 direkt hinten dran Arturas Kondelis. Und zwischen den Jungs kämpft sich Juan Rodriguez, der aktuell auf P3 in der Nissan-Klasse liegt, durchs Feld. Direkt hinter Arturas Bora Zazzo, der inzwischen David Quilles überholen konnte und sich somit auf den 4. Platz nach vorne gekämpft hat. P3 noch in Sichtweite. Wilder Überrundungsverkehr hier. Dahinter Andreas Schuster und Joram van Hixe kämpfen hier um die Position, während da David Quilles abfliegt. Oh, da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Steht hier, fährt hier zurück von der Strecke und lockt sich hier auch aus. Schade. David überrundet hier Andreas und so wie es aussieht, kommt dann hier zum Ghost Contact. Kann auch sein, dass David da ein bisschen zu zeitig Gas gegeben hat. Ausgangs der Kurve, er dreht sich hier ein. Entscheidet sich dann aber nicht weiter zu fahren. Fährt hier korrekt von der Strecke runter und lockt sich aus. Sehr, sehr schade. Schade, ich glaube, da haben wir wohl jetzt den ersten Ausfall im Feld zu verzeichnen. Oh, und da haben wir es gehört, da gab es den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Schalten wir direkt hin. Bora Zazzo auf dem Weg nach vorn beim Überrunden rammt hier einfach Doug Cloud weg, der auf Rang 3 in der Audi-Klasse lag. Bleibt hier mitten auf der Gas stehen, während da eine Meute von Fahrzeugen kommt, die alle ausweichen müssen. Andreas Schuster gibt ihm da noch eine mit und Doug fällt da richtig weit zurück. Muss hier einen weiten Umweg durchs Grün machen. Verständlich, dass er da sauer ist. Da haben wir hier bisher schon einige wilde Aktionen gesehen. Unser Ben inzwischen still und heimlich auf P7 nach vorn gefahren. Konnte da auch an Matteo Johnson vorbeigehen. Arturas Kondelis im grünen Audi konnte inzwischen hier an Mickey Friesen vorbeigehen. Byron vor den Jungs auf P9 in seiner Klasse. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall, den wir unbedingt mal nachreichen müssen. Den schauen wir uns jetzt direkt mal an. So, Harrison, Schikane kurz vor Start und Ziel. Der nächste Zwischenfall knallt er hier dem einen Haycocks volle Kanne hinten ins Heck und beide gehen hier fliegen. Ein kommt da zurück auf die Strecke und knallt volle Kanne in so Harrisons Seite rein. So wie es aussieht, können hier aber beide weiterfahren. Unglaublich. Ziemlich wilde Manöver hier im Feld.
Byron kommt es unter Druck von Jose M. Delgado, der nach seinem Ausritt seinen Rückstand wieder zufahren konnte. Ich denke mal, er hat auch eine höhere Pace drauf wie Byron und wird über kurz oder lang an ihm vorbeigehen. Die Jungs überrunden jetzt hier Joram van Hickse, der inzwischen an Andreas Schuster wieder vorbeigehen konnte. Unser Ben fährt heute ein unauffälliges, aber sehr solides Rennen, leistet sich keine Fehler und ist inzwischen auf P7 ganz anders. Mitch Strefnowski, der nächste Ausritt. Mitch hatte auch noch so seine Probleme mit dem Fahrzeug. Okay. Da sieht man heute hier mal deutlich den Leistungsunterschied in der Nissan-Klasse. Diese Turbofahrzeuge haben extrem viel PS und sind schwer zu beherrschen. Da ist einiges an Übung notwendig. Arturas Kondilis kann sich jetzt leicht von Micky Friesen absetzen und holt nach vorn immer mehr auf. Well, the track to myself. Where was everyone? Well, I don't mind having a track to myself. Und wir haben den nächsten Zwischenfall zu vermelden, den wir uns mal anschauen sollten. Den reichen wir jetzt direkt nach. Und direkt als die Kamera hier von der Gruppe weggeschwenkt ist, fährt hier Mitch Strefnowski, Andreas Schuster volle Kanne hinten in die Karre rein. Unglaublich. Macht hier Andreas sein Rennen kaputt. Der fliegt ab hier auf 5. Platz liegend und fällt weit zurück. Mitch hat sich da auch gleich ausgelockt. Byron hat bis auf den kleinen Ausritt am Anfang heute auch ein recht solides und sauberes Rennen. Liegt hier auf P10. Nach vorn fehlen ihm allerdings schon mehr als 1,5 Sekunden. Er überrundet jetzt hier Noel Luneburg, den Zweitplatzierten in der Audi-Klasse, der nach vorne zu JD Rodriguez schon ein kleines bisschen abreißen lassen muss. Die Nissan befinden sich aktuell in Runde 15. Yes, McIntosh, 13. I think it's 21 now. The Audi. JD Rodriguez, Leader in der Audi-Klasse, liegt inzwischen mehr als 2,5 Sekunden vor Noel Luneburg. Hey, flat out, yeah. All corners flat out, of course. Hey, what are you doing there? You're why are you in the race? Ouch. Oh no. Kurt, you're in the way. Not here. Und Ben unterhält da wie ein guter Showmaster seine Zuschauer auf seinem Twitch-Kanal. Während Xavier Del Olmo jetzt seine Führung ausgebaut hat und mehr als 2 Sekunden vor Ivan Platon liegt. Xavier wird heute mal wieder seiner Favoritenrolle mehr als gerecht und demoliert das Feld. Der einzige, der ihm da halbwegs folgen konnte, war Ivan Platon. Oh. Und hier Anthony Lindley mal im Bild. When's the next time you'll be racing? Ziemlich weit hinten im Audi-Feld, fährt hier jeden, den er kann, ins Heck rein. Man sieht es an seinem Fahrzeug, wie demoliert das ist. Er liegt ja hier auch innerhalb seiner Gruppe schon mehrere Runden zurück. Ich denke mal, da sind auch noch ein paar Übungsstunden fällig. Okay. Hier haben wir mal Romain Belo im Bild, P7. Hinter ihm Marco Salgado auf P8 und auf P9 Josh Brain. First gear, okay, that'll go. Do you like Top 10 schließt dann Doc Cloud ab. second issue wheel now, Montreal? What's your opinion of that track? Andreas Schuster dann hinter Doc Cloud auf P11. Dahinter Jamie Hamill-Smith. Doc Cloud und Andreas Schuster nach unverschuldeten Unfall weit zurückgefallen, sehr schade. Juan E. Rodriguez, P3 im Nissan-Feld, kämpft sich da durch die Meute. Amazing at it, but when you get the hang of it, it's kind of cool. Not easy. It's not easy at all though. If you try and really push too hard, it's not easy. Hier haben wir Torben Paulig mal im Bild, P13 in der Audi-Klasse. Man of your talents, no problem. But for me. Oh, okay. Byron liegt hier auf P9, wieder vor Jose Delgado. Allerdings ist Matteo Johnson auf P8 vor ihm, da schon ein ganzes Stück weit weg. You only have steep big practice where you can't see. Und da geht einer durchs Grün. Connor Knowlton hatte da einen Zwischenfall, den müssen wir uns direkt nochmal anschauen. Connor Knowlton auf P5 in der Nissan-Klasse verliert hier sein Fahrzeug zu schnell in die Kurve rein und wahrscheinlich während dem Lenken angebremst. Nichts weiter passiert, muss hier aber einen großen Umweg gehen und verliert eine Menge Plätze. Und ich glaube, da konnte auch unser Ben durchschlüpfen. Super gemacht.
Wir sehen es jetzt auch hier, aber Connor hat da glaube ich eine höhere Pace und greift da auch sofort wieder an, um vorbeizugehen. Noch kann Ben aber vorn bleiben. Die Plätze 6, 7 und 8 in der Nissan-Klasse jetzt hier ganz dicht beisammen. Allen voran unser Ben. Oh, und da gibt es hier den nächsten Zwischenfall. Connor hat sich da gedreht. Ben, car behind you. Von der Hubschrauberperspektive aus schön zu sehen, wie sich Connor da kapital verbremst hat und leicht in Torben Paulig reinknallt, sich dann dreht und von Matteo Johnson noch eine abbekommt. Glück gehabt, nur noch mehr Plätze jetzt verloren und weiter geht's. Und Connor liegt da jetzt direkt auch in Byrons Sichtweite. Vielleicht geht da ja noch was nach vorn. Haben wir heute sehr, sehr viele Ausrutscher und Verbremser, vor allen Dingen Auffahrunfälle. Und wir bewegen uns auch Richtung Halbzeit. Matteo Johnson scheint jetzt auch einen Anschluss an Ben verloren zu haben. Der Abstand nach vorn beträgt schon mehr als 2,5 Sekunden. Zwischen den Jungs Anthony Lindley, der ja heute starke Probleme mit dem Fahrzeug hat. Und wir haben den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Den reichen wir direkt jetzt nach. Anthony Lindley, der nächste Zwischenfall, das gibt's überhaupt nicht. Jetzt rauscht er dem nächsten ins Auto rein. Jamie Hamill-Smith ist diesmal das Opfer. Liegt eh schon Runden zurück. Kommt aber nicht auf den Gedanken, hier mal auf die Bremse zu treten. I don't need this right now. My gap to him has just disappeared. Und ich glaube, jetzt muss sich Byron eher nach hinten orientieren, denn nach vorn ist der Abstand ziemlich groß geworden. Connor konnte sich wieder auf und davon machen. Und Jose Delgado liegt ja nur 0,8 Sekunden hinter unserem Byron. Und von hinten kommt er auch mit Riesenschritten Javier Del Olmo angebraust. Wir sehen hier die orangene 7, zack, und da fährt ihm Anthony Lindley nochmal hinten rein. Einfach unglaublich, was der hier abzieht. Ich glaube, da ist es besser, das Fahrzeug abzustellen. Schauen wir uns gleich nochmal an. So eine rücksichtslose Fahrweise habe ich selten gesehen. Er hätte hier fast noch den Leader aus dem Weg geräumt und das mit mehreren Runden Rückstand. Und unten im Replay auch nochmal schön zu sehen, welches Glück da Javier Del Olmo hatte. Da fehlen einem wirklich die Worte. Da sollte man doch besser für sich nochmal auf den Testserver üben gehen. Zum Glück sind da Ben und Byron bisher von solchen Aktionen verschont geblieben. Oh, I wish there was a pit stop. Unser Ben liegt hier auf einem top-soliden 6. Platz, 3 Sekunden vor Matteo Johnson. Eine blitzsaubere Fahrt im Rahmen seiner Möglichkeiten bis hierher. Vorm Ben greift jetzt Mickey Friesen. Arturas Kundelis an. Da gibt es im Feld mächtig Diskussion. Und auch unser Freund Anthony hatte den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da kommt auch die Strafe eingeblendet. Der nächste, den Anthony hier aus dem Weg rammt, ist Mark Kent. Das ist einfach unglaublich. Hat jetzt hier auch zu Recht eine Durchfahrtsstrafe bekommen und wenn er so weitermacht, wird er wohl disqualifiziert werden. Er liegt jetzt hier auch schon mehrere Runden zurück. Man sieht, er ist in Runde 19. What? What a oof? What are you oofing about? I did nothing wrong. Just weaved in and out the slower class. I said slower class, not lower class. Byron hier auf P9, von hinten kommt der Leader zum Überrunden. Am I driving that bad? What are you talking about, Connor? Put it in there or not put it in there or something. Oh no, Altan, right in my... Oh nein, da dreht sich Byron und bleibt entgegen der Fahrtrichtung stehen. That was Olmo, the leader. Is he still running? Ich glaube, Javier Del Olmo hat ihn da umgedreht. Das sah zumindest von Weitem so aus. Das müssen wir uns direkt gleich nochmal anschauen. Schade, Byron ist da ein ganzes Stück weit zurückgefallen. Allerdings liegt sein direkter Gegner so Harrison hinter ihm weit, weit zurück. Is he still going? Es scheint so, als würde er heute hier allgemein sehr rücksichtslos gefahren. Is he damaged? Oh no. No? No damage. Und unten im Replay nochmal schön zu sehen, Javier Del Olmo, der Gesamtleader, verschätzt sich da ein bisschen und knallt dem Byron volle Kanne hinten rein. Da Byron ja auch nicht schneller konnte, weil vor ihm ein Audi war,
Und Byron verliert hier unschuldig einen Haufen Zeit. In der Audi-Klasse weiter in Führung JD Rodriguez vor Noel Lüneburg. Noel konnte seinen Rückstand zu JD wieder zufahren. Die Nissan sind gerade in ihrer 25. Runde und die Audi in ihrer 22. Viele Zwischenfälle und wir haben noch ein ganzes Stück zu gehen. Die zwei Jungs hier in der Audi-Klasse haben fast 20 Sekunden Vorsprung auf Micky Friesen, den wir hier sehen, der jetzt gerade um seinen dritten Platz mit Arturas Kondelis kämpft. That's how I know that I was quicker than me, because they keep catching me from like 15 seconds back or something, 10 seconds back. Und da hat sich Arturas Kondelis vorerst durchgesetzt. I can't help being slow. Ivan Platon, der Zweitplatzierte in der Nissan-Klasse, weit hinter Javier Del Olmo zurückgefallen. Überrundet die Gruppe gerade hier. Ben überrundet jetzt hier die Führenden der Audi-Klasse. Oh nein, und da fährt ihm JD Rodriguez hinten rein und Ben fliegt ab. Das gibt's doch überhaupt nicht. Die fahren heute hier so rücksichtslos. Audi killt Ben. No. Und Ben kann da weiterfahren. Ich hoffe, da gibt's keine Beschädigung. Das schauen wir uns direkt gleich nochmal an. Unglaublich. Die Audi haben ja Allradantrieb und eine ganz andere Kurvengeschwindigkeit. Das müsste eigentlich JD Rodriguez wissen. Nichtsdestotrotz nimmt er hier Schwung und hämmert unserem Ben volle Kanne hinten rein, dass er abfliegt. Zum Glück ist da nichts passiert und Ben kann weiterfahren. Beide unsere Jungs heute vom Führenden ihrer Klasse rausgekickt worden. Und Ben ist bis auf P8 zurückgefallen. Vielleicht kann er Connor Knowlton noch einholen. Von hinten kommt Ivan Platon, der aktuell Zweitplatzierte in der Nissan-Klasse. Und nachdem Anthony seine Strafe an der Box abgesessen hat, ist er rausgefahren und hat die nächsten Inzidenz gesammelt. Hier kommt der nächste Zwischenfall und da kommt auch die längst fällige Disqualifikation. Unglaublich, Anthony rammt heute hier einfach jeden weg, der sich vor ihm befindet. Ich glaube, der sollte sich da eher anderen Games zuwenden, beispielsweise Wreckfest. Oh, und unser Byron hat jetzt hier auch einen kleinen Ausflug, ein kleiner Rutschi, kleiner Ausflug durchs Grün. Zum Glück ist so Harrison, Byrons direkter Gegner, ewig weit weg. Und Ben kämpft sich da Zehntel für Zehntel wieder nach vorn dran, allerdings der Abstand zum Connor mehr als 2,5 Sekunden groß. Und direkt vom Ben gibt es da einen Zwischenfall. Wir sehen hier, oh, und da kracht's. Connor Knowlton räumt da Hector Suarez ab. Und da hat Ben richtig Glück gehabt, dass er dann nicht mit reingerissen wurde. So wie es aussieht, können beide weiterfahren. Von hinten kommen auch die Führenden in der Audi-Klasse. Noel Lüneburg, der inzwischen an JD Rodriguez wieder vorbeigegangen ist. Da wird es jetzt auch eng. Zack, und da kriegt Hector Rodriguez den nächsten Schlag ab. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wir haben uns den ersten Unfall noch gar nicht angeschaut. Hector Suarez wurde hier innerhalb von 3 Kurven zweimal unschuldig abgeräumt. Irre. Who took out Rodriguez? Unten im Replay nochmal schön zu sehen, wie Connor Knowlton hier sein Fahrzeug verliert, dann wieder auf die Strecke zurückkommt, zeitig Gas gibt und erneut die Karre verliert. Oh, I know Noel and JD were battling for first and second. Das Auto bricht aus und kracht voll in Hector Suarez rein, der hier unschuldig abgeräumt wird. Still battling together, though. That's right. They kick another. Und 5 Meter weiter wird Hector Suarez dann von Noel Lüneburg abgeräumt. They kick Hector Suarez out. Sollte man eigentlich von Leuten mit so viel Rating erwarten, dass sie da ein bisschen vorsichtiger zu Werke gehen. Hätte ich nicht gedacht, dass die sich heute hier so rücksichtslos in die Kiste fahren. And now they kick together out. Oh nein. Und jetzt geht's hier weiter. Noel Lüneburg, jetzt räumt er hier seinen direkten Gegner ab, JD Rodriguez. Still kicking off, is it? Also die Driving-Standards heute sind hier unter aller Sau. Schauen wir uns direkt nochmal an. Unten im Replay schön zu sehen, Noel verbremst sich da ein wenig, knallt JD Rodriguez in die Seite rein, der fliegt hier ab und weit zurück. Normalerweise wartet man da auf seine Gegner, aber das scheint Noel egal zu sein. Arturas Kondelis kann sich weiterhin auf P3 in der Audi-Klasse vor Micky Friesen und Joram Van Hicks halten. Could have damage here this time. So let's see how fast Connor is. That could have been the last straw for his car, damage-wise.
Bayern überrundet jetzt hier die zwei Streithähne. Micky Friesen setzt hier den nächsten Angriff. Aber Arturas hat da außen die bessere Position beim Anbremsen der Kurve und bleibt auch nochmal vorn. Go, go, go. Joram van Nixe lauert da hinten dran. Keep on going. Head down. Und hier gab es den nächsten Verbremser. Kurt Hauer Jensen, nichts weiter passiert. Paul Rexis for no reason. Liegt eine Runde zurück. Runde 33 für Javier del Olmo, unseren Gesamtleader. Er hat sich inzwischen auf und davon gemacht. Wir haben hier Ivan Platon ein Stück dahinter. Überrundet hier Fahrer seiner eigenen Klasse. Direkt vor ihm so Harrison auf P11. Der hält ihm da ein bisschen auf, aber ich glaube nicht, dass da nach vorne noch was geht. Javier del Olmo kontrolliert hier das Rennen. Try and keep the gap to Jose to 10 seconds or thereabouts if we can. Während Juan Rodriguez jetzt langsam in Bedrängnis von hinten gerät. Robert Plumley und Borazazzo haben den Rückstand so langsam zugefahren und kommen immer näher. Da ist der dritte Platz noch lange nicht sicher für Juan. Währenddessen Noel Luneburg inzwischen 8 Sekunden Vorsprung vor seinem Gegner hat, den er hier so rüde aus dem Weg geräumt hat. Da sind also in beiden Klassen die ersten beiden Positionen gesichert, während es um Platz 3 noch wilde Kämpfe gibt. Auch hier. Micky Friesen hat es jetzt geschafft und ist an Arturas Kondelis vorbeigegangen. Direkt hinten dran, weiterhin in lauer Stellung, Joram van Heikse auf P5. Ich denke mal, 4 bis 5 Runden haben die Audis noch zu absolvieren. Also befinden wir uns jetzt in der Endphase des Rennens. Sehr, sehr schön, dass es hier noch Kämpfe um den letzten Podestplatz gibt. Ben liegt hier auf dem sicheren, soliden 7. Platz. Oh, und da sehen wir Rauch und Qualm. Da gab es den nächsten Ausritt, Sol Harrison. Ich glaube, Sol Harrison mit seinem 1000er Rating ist da heute auch ein bisschen überfordert mit dem Fahrzeug. Aber auch für Kurt Hauer Jensen läuft es heute hier in der Audi-Klasse suboptimal. Er wird jetzt hier von Marco Salgado überrundet und liegt aktuell auf P15 in seiner Klasse. Knapp 5 Minuten haben wir noch zu gehen. Okay, 5th place, 3rd place. Und hinter So Harrison kämpft noch eine ganze Gruppe an Audis um ihre Position. Wir haben sie mal hier im Bild, David Gutierrez, Romain Belot und Josh Brehn, der jetzt unter Druck gerät von Andreas Schuster, der leider unverschuldet so weit zurückgefallen ist. Die Plätze 7, 8, 9 und 10 in der Audi-Klasse noch dicht beisammen, kurz vor Ende des Rennens hier, sehr, sehr schön. Bei dem, was heute alles hier so vorgefallen ist, kann man wirklich von einer Schlacht in England reden. Javier del Olmo kontrolliert jetzt hier den Abstand nach hinten und fährt das Rennen souverän nach Hause. 3,6 Sekunden dahinter Ivan Platon. Und auf P3 immer noch J.D. Rodriguez, der inzwischen verfolgt wird von Borazazzo. Oh, Connor's had problems. He's down to 10th now, so Byron must go up to 5th maybe. 9th maybe. Okay. I really feel slow through there. Mateo's on my relative. Probably because there's no one in front for ages, I guess, but still. Interesting. Hier haben wir Robert Plumley auch mal im Bild, inzwischen auf P5 zurückgefallen. Vor ihm Juan Rodriguez, inzwischen P4 und Borazazzo, der neue Drittplatzierte. Da werden sich sicher jetzt bei einigen auch die Reifen bemerkbar machen. Zum Glück ist es nicht mehr weit, ein bisschen mehr als 3 Runden müssen wir noch gehen. Und trotz der rüden Fahrweise, der vielen Zwischenfälle, Rempeleien und Unfälle, hatten wir heute doch recht wenig Ausfälle. What gear was I in there? 3rd? Javier del Olmo geht jetzt hier in die vorletzte Runde, direkt hinten dran unser Byron. Und zwischen den Jungs da Cloud, der auch versucht noch irgendwie das Rennen vernünftig zu beenden. 5 laps of fuel. Oh, hang on a minute, wait, stop a minute, I haven't been lapped yet. Have I got enough fuel? I really thought I'd be lapped, to be honest. So where's Javier? I thought Javier, surely Javier would lap me. Hier haben wir mal Romain Belot im Bild, P8 in der Audi-Klasse, direkt vor ihm David Gutierrez und hinter ihm Josh Brehn und Andreas Schuster. Ich glaube nicht, dass sich da noch viel tun wird. Die Jungs überrunden jetzt hier Hector Suarez, der heute auch schon so in einen oder anderen Zwischenfall unschuldig verwickelt war. Und inzwischen ist da auch Borazazzo wieder hinter Juan E. Rodriguez zurückgefallen. Wir haben die Jungs hier mal im Bild. Oh, of course I am. Yes. Yes, when I went off. When someone tapped me off. That's when, yeah, sorry. I thought it was a bit weird. Und da ist Bora auch wieder an Juan vorbeigegangen, während Javier del Olmo jetzt schon die letzte Runde eröffnet hat und auch Robert Plumley startet da einen Angriff.
Da scheint Juan E. Rodriguez jetzt gleich 2 Plätze verloren zu haben. I thought, yeah. Going bonkers, guys. Going bonkers, yeah. Hier haben wir unseren Gesamtleader mal im Bild. Genießt jetzt hier die letzte Runde. Plenty of fuel. So you don't need that much fuel in this race. Bei seiner Pace heute konnte auch Ivan Platon nichts ausrichten. Great deal. Seventh place, yes. Und hier wird es jetzt nochmal richtig eng. Robert Plumley und Juan Rodriguez kämpfen da um Position 4. Bora Zazzo auf P3 konnte sich da von den Jungs schon absetzen. Und auch in der Audi-Klasse scheint jetzt alles geklärt zu sein. Micky Friesen auf P3 konnte sich von Arturas Condelis auf P4 lösen. Can't see Jose on. Und da kommt unser Sieger Richtung Ziel. Ein ganz herzlicher Glückwunsch. Gratulation. Congratulations. Ivan Platon kommt als Zweiter über die Ziellinie, unser Bayern als Neunter und Ben Sommer auf P7. Ein recht solides Ergebnis. Und da kommt jetzt auch Noel Luneburg Richtung Ziel. P7, yes. Middle of the road. Top half. I'm taking it as top half. Never mind. Einen ganz herzlichen Glückwunsch auch dir. Nice racing, Danny. JD Rodriguez kommt auf P2 Richtung Ziel. Und auch der ganze Rest müsste jetzt so langsam eintrudeln. Die wilde Schlacht hier in Großbritannien ist beendet. Well, James McIntosh. I mean, who beat me? You gotta look. I mean, Matteo's a person which I don't really know him, but maybe the right circumstances, the right track, maybe I can get a good battle with him. But Plumley's pretty quick. Borgia's pretty quick. Javier, Ivan, they're very quick. So, Oh, it's fun, guys. Thanks for that. happy with that. There were a few guys that were behind me that were quicker than me, but it's not all about out and out pace. It's you got to try and avoid stuff. Und wir sind jetzt auch so langsam am Ende unserer Sendung angelangt. There we go. Am Wochenende gibt es wieder die Sunday Grand Prix Series, wie gewohnt. Ich hoffe, da sehen wir uns alle wieder. Right here. Oh my goodness. Excellent. Whew. Right, let's have a little look. We might have even gained a little bit of I-rating from that, to be honest. Let's see if the results are in. I need to get something up. Ja, liebe Zuschauer, das war doch mal ein wildes Rennen. So viele Unfälle und Rempeleien. Auch Byron und Ben waren betroffen. Nichtsdestotrotz haben beide überlebt. Ben sogar mit einem relativ soliden Ergebnis. Würde ich mal sagen, verabschieden wir uns hier mal an der Stelle. Bleibt alle gesund und vor allen Dingen bleibt uns treu. Ich sage bis nächste Woche. Macht's gut.
want to do it, Connor, do it. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irreal. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.